Heute bei den Lately News hat es eine Mitarbeiterin einer Berliner Filiale einer Firma aus Brüssel geschafft, über 16 Jahre lang nicht zur Arbeit zu kommen, aber trotzdem ihr Gehalt dafür 16 Jahre lang bekommen zu haben. Angela Merkel hat sich mittlerweile öffentlich deswegen entschuldigt, meinte aber trotzig, dass es in den 16 Jahren niemand aufgefallen ist und sie allein deswegen schon einen Bundesverdienstorden bekommen müsste. Zu Recht. Nur würde sie vermutlich dafür auch nicht vorbeikommen. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Lately News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich auch heute Abend, wie immer mit mir, Florian Streletz. Selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld. Oder zumindest vielleicht. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Videospielkritik zum neuen Elden Ring, einem Dark Souls-Klon von From Software, dessen größte Stärke es ist, ein Dark Souls-Klon vom Erfinder aller Dark Souls zu sein. Dabei wurde Elden Ring von niemand Geringerem als George R.R. Martin geschrieben, der, wie mir erklärt wurde, unter anderem für die Epos-Reihe Herr der Ringe verantwortlich sein soll, wo bekanntlich Captain Kirk immer auf der Suche war, wo noch nie ein Chewbacca vorher war. Na mal schauen, ob Elden Ring an seinen geistigen Vorgänger Ring My Bell von Anita Ward herankommt. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Es gibt leider Dinge da draußen, die einem ganz schnell helfen, vieles zu vergessen. Sei es das MLB Blitzdings aus den Filmen, das es bei Amazon Prime für die Superreichen zu kaufen gibt. Also für Menschen wie mich und Günther Jauch. Wobei er den jedes Mal schon obsessiv einsetzt, wenn ich ihn treffe. Billiger geht es allerdings entweder mit Alkohol oder der Ich gebe ihm mein Ehrenwort, ich weiß von nichts Karte. Beides erhältlich im nächsten CDU-Merchandise-Laden um die Ecke. Dann einfach Uwe Barsche als Code angeben und es gibt eine Badewanne kostenlos dazu. So ähnlich ist es einer 43-Jährigen passiert, die in Berlin-Mitte direkt vor dem Roten Rathaus einen 20.000 € teuren Unfall mit ihrem Auto verursachte, sich aber dann auf einmal an nichts mehr erinnern konnte. Scheinbar hatte Franziska Giffey den Unfallort mit einem weiteren Termin bei der FU verwechselt, wo es erneut um die Aberkennung ihres Doktortitels ging. Derweil in Leeds. Wer in Großbritannien leben und arbeiten möchte, muss sich in den meisten Fällen auf viele Behördengänge und ein langwieriges Bewerbungsverfahren einstellen. Außer er ist direkt mit Boris Johnson verwandt oder hat dieselbe Frisur wie er, dann kann es natürlich viel schneller gehen. Besonderen Talenten will die Regierung in London diesen Prozess nun ersparen, also sowohl die Behördengänge als auch die Frisur wie Boris Johnson zu bekommen. Für preisgekrönte Künstler und hochdotierte Wissenschaftler sollen künftig erleichterte Visaregeln gelten. Und gerade Anträge von Oscar- und Grammy-Gewinnern sowie Nobelpreisträger, aber auch Siegern bei den Golden Globes sollen bevorzugt behandelt werden. Endlich haben die Hunderttausende von Oscar-prämierten Klempnern, Lkw-Fahrer und Krankenschwestern Hollywoods eine reale Chance auf einen Job im schönen Großbritannien. Oder aber auch Kevin Spacey hat so endlich mal wieder eine Chance auf einen Job. Vielleicht nur nicht unbedingt in einer britischen Jugendherberge oder so. Sicher ist sicher. Noch zum Abschluss die Videospielkritik der Woche mit dem neuen Elden Ring für alle aktuellen Konsolen, sofern man denn eine für unter 5.000 € bekommen hat. Dabei wurde Elden Ring von der Legende George R.R. Martin geschrieben, was auf der einen Seite wunderbar ist, da man nun davon ausgehen kann, dass der Protagonist des Spiels mindestens einmal mit seiner Tante Sex haben wird. Aber auf der anderen Seite ist es vollkommen beschissen, dass George R.R. Martin die Geschichte
zum neuen Elden Ring geschrieben hat, weil dies nun auch wiederum bedeutet, dass wir umso länger auf das 6. Buch seiner Game of Thrones Reihe warten müssen, was mittlerweile nur 11 Jahre sind. In der Zeit wurde sogar schon die Fernsehserie, die auf seinen bisherigen 5 Büchern basierte, abgeschlossen. Und zwar ziemlich scheiße. Und so stellt sich mir nur die Frage nach über 96.360 Stunden, die ich im neuen Elden Ring verbrachte, wann kommen endlich die Drachen? Keine George R. R. Martin Geschichte ist gut ohne Drachen. Siehe alle anderen Bücher von George R. R. Martin. Deshalb sei gewarnt, Elden Ring, nur 8 von 10 dunkelgrünen Lately Fake Bugs an dich, plus eine scharfe Tante. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und unserem Wetterkorrespondenten Froschi Fortnite mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Fortnite, und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es auch in den nächsten Tagen 35 Grad gibt. Also ein fast normaler März. Das waren die Late News, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Dienstag dann zur Show. Und nicht vergessen, alles andere draußen sind nur Fake News.